Ja, also wir nehmen euch ja sogar mit auf unsere Flitterwochenunterkunft und kann die eigentlich besser sein als so eine schöne Burg hier im Feriendorf im Legoland? Es wird also immer privater. Jetzt seht ihr dann auch noch unsere Gemächer, aber Rita hat vollkommen recht. Wir waren ja 2 Tage im Legoland und einen Tag haben wir dann ja natürlich auch, oder besser gesagt, die Nacht im Ritterburgenzimmer verbracht. Ihr seht, wie sich Rita freut. Es ist wirklich ein Traum. Genau. Das ist das Feriendorf, welches hinter dem Legoland ist. Und das sieht alles total rittermäßig aus. Also ihr Ja, es seht, ist mega. hoffentlich wird Rita nicht gleich von einem Drachen gefressen. Naja, in der Drachenburg kann das schon mal passieren. Ja, das kann sehr leicht vorkommen. Auf jeden Fall sind die Themenhotels im Legoland total cool. Es gibt dann auch noch so ein Piratenschiff, welches wir uns auch gerne angesehen hätten, aber da haben wir gar keine Zeit gehabt. Ja, Aber schaut euch mal diese tolle Ritterburg an. Das ist wirklich fast wie ein Ritterset aus den 1990ern. Also ich habe mich da schon sehr in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Hier sind überall auch so große Lego-Figuren und Statuen. Also ja. hier zum Beispiel Ritas großes Idol, eine Dame. Naja, ich habe mich selbst auch fast wie eine Minifigur Ja, ihr gefühlt. seht, wie sich Rita freut. Also es war wirklich sehr, sehr lustig und hier ist schon der Drache. Dann kommen wir vielleicht zum interessantesten Teil dieses Videos. Genau. Und zwar, wo wir beide in unseren Flitterwochen übernachtet haben. 515. Es war die Nummer 515. Das Hotel ist sehr modern und sehr cool. Oh Und ja. ihr werdet gleich sehen, was Lego meint, wenn sie den Ausdruck Themenhotels verwenden. Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, das ist eigentlich das erste Themenhotel, wo ich mal übernachtet habe. Und von dem her war ich echt nicht enttäuscht und mega beeindruckt. Aber hast du nicht mal in Las Vegas im Excalibur übernachtet? Ach so. Das ist doch auch in Anlehnung an die gute alte Ritterzeit. Ja gut, aber ich meinte so eben von irgendeiner Marke, so eben so Lego-mäßig. Ich verstehe, was du meinst. Also das Hotel hat alle Annehmlichkeiten. Wir Oh haben ja. in einem 4-Bettzimmer übernachtet. Zum Preis kommen wir dann später gleich noch. Hier seht ihr Rita, wie sie begeistert filmt. Also es Ja. ist ein großes Zimmer mit einem Doppelbett, einem sehr geräumigen Bad und im Eingangsbereich ist dann noch der Kinderbereich mit einem Stockbett. Genau. Für die Knappen haben wir auch ein Stockbett. Ja, sehr cool. Also ich muss schon sagen, echt, echt cool Ja, ihr gemacht. habt es ja schon gesehen, wir waren mit einem befreundeten Pärchen unterwegs, also zu viert und da war das Zimmer natürlich dann Streng für uns getrennt. ideal. Wir beiden Jungs schliefen im Stockbett, Entschuldigung, da war nur die Streiterei, wer oben liegen darf und die Damen durften in Sicherheit im Doppelbett übernachten, wo dann keine Drachen oder bösen Ritter kommen konnten. Und ja, mir gefiel das total gut, dass hier alle Wände so Lego-mäßig beklebt waren. Es waren auch zum Teil, wie ihr hier rechts oben seht, Figuren zusammengeklebte. Ja. Und auch ganz toll dieses Glasbild, welches ist so von cool. hinten beleuchtet wurde. Ich wollte das am liebsten abmontieren und mit nach Hause nehmen. Eigentlich das ganze Zimmer wollten wir abmontieren. Ja, also es Wir war haben es nicht wirklich, ich habe mich wie im 7. Himmel gefühlt in diesem Zimmer. Oh ja. Es war einfach nur toll, auch die Fahnen hier und die Schwerter. Es hat auch zusammengebaute Sets gegeben, die überall gestanden haben. Also Ja, und wirklich auch sehr gemütlich. Also nicht nur, dass es einfach cool aussieht, sondern wirklich, wir haben gut geschlafen und das Badezimmer ist ein Wahnsinn. Also das ist ja riesig. und der perfekt. Blick vom Fenster in den Burghof, wo dann auch immer Kinder am Spielplatz gespielt haben. Ja. Also das Zimmer war wirklich sehr, sehr ansprechend und wir können euch, speziell wenn ihr Kinder habt oder so große Lego-Fans wie wir es sind, können wir euch das nur empfehlen. Man wacht auf und sieht so ein tolles Bild. Was will man eigentlich mehr als, ja, dieser Drache alleine ist ein Traum. Das ist jetzt der Kinderbereich. Oder der Knappenbereich. Also ich habe wirklich gut geschlafen, ganz herrlich Ja. und fantastisch. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich sehr sicher gefühlt, denn bei euch, glaube ich, irgendwo hängt ein Schwert an der Wand, ein Lego-Schwert und auch eine Lego-Armbrust. Ja, die Armbrust, da Genau. hätte ich in der Nacht fast mal hingegriffen, wie ich seltsame Geräusche vernommen habe. Hier ist auch der Kerker, wo wir schauen haben müssen, dass dieser böse Junge schön eingesperrt bleibt. Ja, nein, das wäre nichts gewesen. Und bei uns war auch der Tresor, also da haben wir auf den Schatz aufpassen müssen, der musste die ganze Nacht bewacht werden, stand auf einem Schild.
und ich lag oben, da musste man auf tieffliegende Drachen aufpassen. Also von der Thematik her war es wirklich total lustig und total bequem. Hier seht ihr nochmal das Schild, ja. an das wir uns natürlich gehalten haben. Ja, natürlich. Und ja, wir waren in der Löwenburg. Und bei mir oben stand dann, dass ich mich vor tieffliegenden Drachen in Acht nehmen musste. Und es ist wirklich alles total verspielt und total cool dort. Auf Ja. dem Bett lag auch dieses Rätselheft. Das war ja auch mega. Da waren ein paar Sachen, die was man herausfinden hat müssen, also oder zählen hat müssen. Und dann hat man eben den Tresor öffnen können. War eine sehr nette Idee, muss ich sagen. Eben zum Beispiel, wie viele Punkte hat Lady Bricksmith laut der Tafel am Eingangsbereich in der Burg. Wir werden euch den Eingangsbereich gleich noch zeigen. Wir haben es natürlich nicht ausgefüllt hier im Video. Ich meine, das sollt ihr ja auch selbst dann machen. Ganz klar, ja. Und jetzt noch ein kleiner Blick auf den Korridor des Hotels. Also es war, denke ich, wir waren von Samstag bis Sonntag dort, doch nicht so wenig los in dem Hotel, Nein. aber wir haben hier mal die Gelegenheit genutzt und auch das Innenleben des Hotels ein bisschen genauer gefilmt und das ist thematisch alles wirklich sehr, sehr cool. Ja, man lernt sehr viel hier. Wir haben eigentlich auch überlegt, falls da Ritter-Fans unter euch sind, Lego-Ritter-Experten, aus welcher Ära dieses Thema oder diese ganzen Bilder sind. Wir waren uns da nicht ganz einig. Wir glauben, das war relativ spät in den 2010er Jahren. Rita bezwingt wieder mal einen Drachen. Ihr seht, Er ist so schnuckelig. sie hat ihn nicht nur bezwungen, sie hat ihn auch gezähmt und sie hält ihn jetzt als Haustier. Ja, genau. Aber es gab nicht nur diesen süßen, schnuckeligen Drachen. Ihr seht, wie ich ihn bezwungen habe hier. Er hat auch Eier gelegt und die werden lustigerweise im Kamin ausgebrütet. Und auch natürlich viele Minifiguren und auch ein großes Highlight, muss ich sagen, dieser Kronleuchter hier. Mit Kerzen aus Lego. Das ist doch ein Hammer, oder? Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie in diesem Hotel. Ja. Das ganze Theming und die Bilder und das alles. Seht euch mal dieses coole 3D-Bild an. Das ist Sie ist übrigens eine Prinzessin. Hier, das sind die Punkte und der übrigens König. hier links. Das sind die Punkte, die wir zuerst besprochen haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wen wir gesucht haben, ob es Sir Legor oder Yellow irgendwas war oder doch wer anderer, dann kennt ihr die Punkte auch schon. Da habt ihr einen entscheidenden Vorteil. Oh ja. Und Rita will auch noch hinauf. Und Ja, zwar, natürlich. wieso will sie hinauf? Wie könnte es anders sein? Wenn ihr das erste Vlog-Video gesehen habt, dann könnt ihr es wahrscheinlich denken, es gibt hier unbekleidete Attraktive Männer. Ja, es ist immer das Gleiche. Wir sind jetzt gerade erst verheiratet und auf Flitterwochen und Rita hat nichts anderes im Sinn, als ins Badezimmer Naja. dieser Herrschaften zu schauen. Schau dir doch mal diesen Waschbrettbauch an. Da muss man doch Ja, sie hinaufschauen. sind auch den ganzen Tag mit dem Schwert und dieser schweren Rüstung unterwegs. Also da ist das klar, dass die einige Muskeln haben. Ich habe nur einen Tennisarm vom Halten der Kamera. Naja, immerhin was. Ja, hier gibt es auch Bilder. Wir sind Oh ja. dann auch extra mit dem Lift wieder hinuntergefahren, da wir euch natürlich auch den Lift zeigen wollen, falls ihr mit dem Lift fahren wollt. Der ist doch auch sehr so cool. Seht euch Rita mal an, sie ist wirklich ganz hin und weg. Es steht auch, wo der Ausgang ist, das ist ganz wichtig. Und hier, ich glaube, ja, Zur Aufzuganlage Ja, jetzt ja. nicht so wahnsinnig interessant. Informationen, Aber wie man gut. den Aufzug bedienen kann. Aber dann sind wir wieder unten bei unserem gezähmten Drachen, der dich in der Nacht bewacht hat, genauso wie ja. Ja, natürlich. Ihr beide habt das super gemacht. Jetzt noch ein kleiner Blick hier in die Königsburg. Warum? Das ist der Platz, wo das Restaurant ist. Natürlich auch andere Zimmer, aber auch das Restaurant, das mussten wir uns natürlich anschauen. Ganz klare Sache. Im Endeffekt haben wir ja nicht dort gegessen, sondern in diesem, ja, wie hat das nochmal geheißen? Stars Burger Restaurant. Genau. Aber wir haben dann gefrühstückt dort. Deswegen haben wir uns gedacht, wir zeigen euch das schon mal vorab. Und natürlich das Frühstück seht ihr dann auch gleich noch. Dieses Gebäude ist fast noch prunkvoller als das unsrige. Ach ja. Wir haben ja in der Drachenburg übernachtet, dann gibt es auch noch eine Ritterburg und eben diese Königsburg.
Und alleine schon diese Charaktere, da habe ich mich so begeistern können. Die sind schon mega. Echt total cool. Die stehen auch im Legoland natürlich auch überall rum. Ja. Und die sind zwar nicht Minifiguren-Scale, aber fast. Rita versucht sich hier auch als stramme und stolze Ritterin. Seht Genau, ihr? Rita als Rita. Ja, also sie versucht sich hier einzureihen in den alten Ritterkodex, ob Oh das ja. funktioniert. Ihr seht schon, die haben aber leider ein Rattenproblem. Juh. Das ist der Grund, warum wir dort nicht zu Abend gegessen haben. Aber wie gesagt, gefrühstückt haben wir dort und das war eigentlich wirklich sehr nett. Es gibt so ein Ich find halb auch. aufgebautes Buffet, man bekommt auch ziemlich viel an den Tisch serviert. Eierspeise, Joghurt, Kaffee, alles was das Herz begehrt. Ja, ich fand das super, dass vorweg schon eben diese Platte hier stand und auch die Milch. Das heißt, wenn man einen Riesenhunger hat und Gebäck stand auch schon da, wenn man einen Riesenhunger hat, dann kann man sofort losstarten und sich dann noch die restlichen Sachen holen. Das ist super. Da sind wir dann also ganz gut gestärkt in den zweiten Tag gestartet. Oh ja. Und ja, wir können das Frühstück nur empfehlen eigentlich. Wir sitzen jetzt beim Frühstück und es ist extrem sicher, sagen wir mal so. Man ist mit Maske unterwegs und mit Handschuhen und vorher wird noch desinfiziert. Also Da kann nichts was soll passieren. da passieren?